am Dienstagabend. Da hast du dir einen Brandy eingeschenkt. Du hast das Glas in einem großen Schluck ausgetrunken, du hast den Schrank geschlossen, hast das Licht im Wohnzimmer ausgemacht. Bist hinüber ins Bad, hast dir die Zähne putzt. Und dann im Schlafzimmer hast du noch in der Zeitung geblättert und dann bist du bald eingeschlafen. Ja, und? Ich meine, was willst du mir damit sagen? Ich hab einen Brandy getrunken, ich habe das Licht im Wohnzimmer ausgemacht, mir die Zähne geputzt und bin dann irgendwann eingeschlafen. Und? Nichts und. Nur, dass ich noch im Wohnzimmer gesessen habe. Ja? Katja, pass auf. Lass uns doch heute Abend in Ruhe darüber reden. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Kunden und nachher lass uns was essen und... Du nimmst mich nicht wahr. Natürlich nehme ich dich wahr. Ich war wahrscheinlich einfach in Gedanken. Was weiß ich, es tut mir leid. Man kann in Gedanken sein, aber man kann nicht vergessen, dass ein anderer in der Wohnung ist. Katja, es tut mir wirklich leid. Das ist ja nicht alles. Am Mittwoch, als Lobenstein mich nach meinem Beruf fragte, da hast du das nicht ausgehalten. Hast gleich wieder von dir angefangen. Immer wenn es mal um mich geht, wenn Verdammte es für Scheiße, dich Katja. Hast du dir eine Liste gemacht, oder was? Wie bitte? Was hast du da eben gesagt? Katja, Was hast du da eben gesagt? Katja, lass uns... Was hast du da eben gesagt? Ich hab dich gefragt, ob du dir eine verdammte Liste gemacht hast. Das habe ich dich gefragt, okay? Ja. Und jetzt sind wir am Ende der Liste. Scheiße. Ein Mitarbeiter Spirituosen, bitte in die Getränkeabteilung. Ein Mitarbeiter Haushalt, bitte Apparat flexibel. So, was haben wir denn hier? Revlon 17 Wichsen. Und, was ist daran so komisch? Weißt du, was das heißt? BDS? Nein, aber ich bin ganz gespannt. Brigade der Dusseligen. Wo ist das S geblieben? Ja, okay. Schönen Feierabend.
Tschüss. Pass mal auf. Laura? Entschuldigen Sie bitte, kann ich Sie kurz sprechen? Allein? Entschuldigung. Aber das war nicht meine Idee. Sie glauben mir nicht? Ich glaube Ihnen, aber ich habe jetzt Feierabend. Was wollte der denn? Hat mich zum Essen eingeladen. Mittag oder Abend? Abend. Und nachher zum Tanzen. Tango. Boah. Laura Reiser? Würden Sie bitte mitkommen? Ihr Sohn hatte einen Unfall. Er liegt im Krankenhaus. Polizei Wolfsburg, Abschnitt 4. Du hattest recht. Hallo? Ich habe mir eine Liste gemacht. Aber nur weil ich wusste, dass ich weinen werde. Und wenn ich weine, dann geht mir alles durcheinander. Katja? Du denkst, er stirbt? So ein Quatsch, wie kommst du nur darauf? Du hast überhaupt keine Sachen für ihn mitgebracht.
Hier braucht er doch nichts. Ja, guten Morgen. Ich hätte gerne einen Wagen in die Franz-Marx-Straße, 17. Danke. In die Nordhofstraße. Gerber. Alles klar. Danke. Na, Na? Warum fährst du nicht mit dem Auto? das ist kaputt. Was Schlimmes? Drehkolbendichtleiste. Ich fahr dich natürlich. Brauchst du nicht, wirklich nicht. Ist okay. Drehkolbendichtleiste. Was ist damit? Nichts, ist ein schönes Wort. Ja, das Taxi für Gerber, das würde ich gern stornieren. Ja, danke. Soll ich dich abholen? Nee, brauchst nicht. Ich nehme mir einen Vorführwagen. Hallo. Hey. Wo ist dein Wagen? Defekt. Drehkolbendichtleiste. Verstehe. Soll ich ihn abholen lassen? Nee, mach ich selber. Du, ich sehe dich später. Okay. Und? Tja. Tja. Was meinen Sie denn? Sind das da unten jetzt Kunden? Keine Ahnung. Ne, gucken Sie uns nicht an. Gucken Sie da runter. Der Kindersitz da zum Beispiel, ja? Der ist mehr wert als der ganze Wagen. Möglich. Nee, ist so, das können Sie mir glauben. Die haben jetzt dieses Kind bekommen und irgendwo ist jemand mit Geld Oma oder Opa geworden und spendiert ein Auto. Und Sie gehen jetzt runter und verkaufen ihnen eins. Und bitte erzählen Sie nichts von Wiederverkaufswerten und Drehmoment. Die wollen das Gesündeste und Sicherste für Ihr Kind. Wissen Sie, was ich meine? Also, geben Sie es ihnen. Alles klar. Viel Glück. Glaubst du, er schafft das? Ja, glaub schon. Mal gucken. Und du? Schaffst du es denn? Was? Treu und anständig zu sein. Das war eine schreckliche Woche für Katja. Ich möchte meine Schwester nicht noch einmal so leiden sehen. Wenn du sie betrügst, schmeiß ich sie raus. Hast du mich verstanden? Ich verstehe dich immer, Klaus. Sie bevorzugen den Kombi, weil Sie an all die Sachen denken, die Sie transportieren müssen. Kinderwagen, Buddelzeug, Dreirad, Bobbycar. Ich garantiere Ihnen, das verstauen Sie alles auch in einer Limousine. Ohne Probleme. Aber ich habe Ihnen gesagt, dass es zwei Gründe gibt, zwei entscheidende. Wenn es nämlich in einem Kombi zu einer plötzlichen Bremsung, einem kleinen Auffahrunfall oder etwas Ähnlichem kommt, dann fliegt Ihnen das ganze Zeug um die Ohren. Hallo, können Sie bitte mal die Zigarette ausmachen? Ja, Sie meine ich. Guten Tag. Mein Name ist Philipp Gerber. Ich habe gestern Nachmittag auf der L322 zwischen Wolfsburg und Nordsteimka ein Kind überfahren. Ich habe Fahrerflucht begangen. Ich hätte anhalten müssen, nach dem Jungen sehen, einen Krankenwagen rufen oder ihn vielleicht sogar direkt ins Krankenhaus fahren müssen. Das habe ich aber nicht getan. Ich weiß nicht warum.
Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich an meine Freundin gedacht, die gerade in dem Moment zu Hause ihre Sachen packt, um mich zu verlassen. Ich weiß es so richtig gar nicht. Ich hoffe, dass es dem Jungen... Ich hoffe, dass es dem Jungen okay geht. Ich hoffe, dass es dem Jungen gut geht. Ich hoffe, dass der Junge wieder gesund wird. Guten Tag, mein Name ist Philipp Gerber. Ich habe gestern Nachmittag auf der L322 zwischen Wolfsburg und Nordsteimke ein Kind überfahren. Ist das Kaffee? Vorne stehen Automaten. Haben Sie eine Zigarette? Ich rauche nicht mehr. Entschuldigen Sie, das ist mein Kaffee. Bitte. Haben Sie eine Zigarette? Ja. Feuer? Entschuldigung, mein Name ist Philipp Gerber. Frau Heiser, kommen Sie! Der Paul ist aufgewacht! Halten Sie bitte. Ist mein Fahrrad kaputt? Ich glaube. Aber wir kaufen ein neues. Kann ich ein Haus suchen? Kann man noch mehr Fahrrad fahren? Ja. Da, wo der Sand feucht ist, da geht's. Rotes Auto. Ford. Welches Modell? Fragen Sie ihn nach dem Modell. Später. Dietrich. Der Junge ist aufgewacht. Die Schwester sagt, er wird's schaffen. Ja, hat er. Ein roter Ford. Ford. Nee, der ist gleich wieder eingeschlafen. Ich glaub schon. Soll ich noch hier bleiben? Gut. Gut. Ja. Ich bin's. Ich wollte einfach nur mal deine Stimme hören. Tschüss. Stand
deine Mutter nicht da? Nein, die arbeitet noch. Können wir da mal reingehen? Ja. Nein. Darf ich vorausgehen? Oh, bitte, ja. Wie lange bist du schon da? Warum hast du nicht angerufen? Du wolltest meine Stimme hören. Und ich wollte dich sehen. Lass uns wegfahren. Wohin? Einfach weg. Vielleicht eine Insel. Wie lange? So lange wie du willst. Lass uns heiraten. Ist irgendwas passiert? Ich kann es nicht glauben. Tut mir leid. Wann soll denn das sein? Wahnsinn. Philipp, kommst du mal bitte? Ich rufe dich zurück. Kommst du mal bitte? Warum hast du das getan? Wozu? Jetzt ein Stück vom Auto raus. Verdienst du nicht genug? Provision zu klein? Auch mal Chef sein? Du liebst sie doch gar nicht. Du benutzt sie nur. Ja genau, und wenn's eng wird, verpisst du dich, du Arsch. Bleib stehen und hör mir zu. Hast du mich verstanden? François. Philipp, darf ich vorstellen? François, Philipp, Verkaufsleiter und baldiger Schwager. Freut mich sehr. Du, ich muss los. Okay. Ciao. Okay. Du siehst gut aus. Warum hast du es nicht in der Werkstatt machen lassen? Ich glaube, ich wollte mir selber beweisen, dass ich es noch kann. Und? Kannst du es noch? Ich glaube schon. Ich dachte, es geht um die Drehkolbendichtleiste. Da kommt manchmal eins zum anderen. Reißt du mir ein Bad ein? Ich könnte auch eins brauchen. Dann bis gleich.
Entschuldigung. Ja, ich gehe mal ganz kurz ein paar Sachen für Paul holen. Das ist gut. Können Sie mir ein Taxi rufen? Der Taxistand ist gleich neben dem Krankenhaus. Wenn er aufwacht, sagen Sie ihm, dass ich gleich wieder da bin, ja? Aber sicher. Ich habe versucht, Sie anzurufen. Es ging aber nur die Mailbox an. Der Akku ist leer. Das tut mir so leid. Über die nackten, glänzenden Felsen spült die leichte Dünung und der milde Wind streichelt über die Haut. Ein Sonnenuntergang auf Kuba ist kurz, aber so heftig und atemberaubend, dass man noch lange in der Dunkelheit verbleibt, seltsam entspannt, fast entrückt. Das ist kein Reiseführer, das ist Sex. Kann ich sehen? Das ist sehr schön. Wenn man den Schmerz nicht mehr aushält, den der Verlust eines geliebten Menschen auslöst, dann möchte man selbst auch aus dem Leben scheiden. Es gibt Menschen, die springen von einer Brücke, die werfen sich vor ein Auto oder vor den Zug oder die gehen ins Wasser. Die möchten nämlich verschwinden und dem geliebten Menschen folgen in diese andere Welt. Aber jemand wie Sie, Laura, der viermal mit dem Messer auf sich einsticht, der will niemandem folgen. Der will sich bestrafen. Sie fühlen sich schuldig und wir wollen Ihnen dieses Schuldgefühl nehmen. Wenn man ins Wasser geht, ist man nicht schuldig? Laura, ich habe mit allen gesprochen. Mit den Mitschülern, mit den Lehrern, mit den Müttern. Sie sind eine großartige Mutter und es gibt keinen Grund, sich schuldig zu fühlen. Am 3.11.1996 sitzen Sie in einer Beratungsstelle des Amtes für Erziehung und Soziales und wollen Ihren Sohn zur Adoption freigeben. Er ist gerade 6 Monate alt. Sie geben an, das alles nicht mehr zu schaffen. Sie sind alleinerziehend und sehen keine Perspektive. Und wie sie zur Asche verbrannt war, verwandelte sich das Rehkälbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende. So, und jetzt schlaf schön, ja? Laura, weißt du ja, kannst dir alles nehmen. Wenn du noch eine Decke brauchst, holst du dir aus dem Schrank. Danke. Schlaf schön.
finden, das Schwein. Na klar. Vera? 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 Kann ich bei dir schlafen? Klar. Clown, Besen, Flasche, Hund, Handschuh, Würfel, Auto, Frosch, noch ein Auto. Ich bin da. Und wohin jetzt? Ans Meer? Wo ist das Meer? Ist ganz weit weg. Da musst du durch 5 Städte fahren und durch 3 Wälder. Soll ich dir auch was mitbringen? Ein Seestern. Bring Laura auch einen mit. Mach ich. Der ist es. Wo habt ihr den denn her? Lag da. Und der ist ja völlig kaputt. Das kriegen wir schon wieder hin. Nee, Kinders, das könnt ihr vergessen. Hat der mal einen Unfall gehabt? Sieht so aus. Aber ihr sucht dann fort. Das hier ist ein NSU oder 80. Nee, schmeißt den mal wieder hin, wo ihr ihn hergeholt habt. Meinst du, es hilft, wenn du ihn findest? Wahrscheinlich nicht. Muss mal wieder arbeiten gehen. Ich muss mich auch um Antonia kümmern. Kann sie nicht noch mal wochenlang mitnehmen? Ich gehe wieder nach Hause. So war das nicht gemeint. Ich weiß. Das ist albern. Ich find's süß.
Philipp? Katja, das ist was passiert. Schon vor unserer Reise nach Kuba. Und ich dachte, ich wäre aus der Sache wieder raus. Aber Hast du damit gewartet, bis ich in der Wanne liege? was? Ich habe mal gelesen, dass die meisten Männer Schluss machen, wenn die Freundin in der Wanne liegt. Da kann man sich nicht wehren, so nass und nackt und schutzlos. Da bleibt man liegen im Wasser und das wirkt dann gefasst und erträglich und ist so einfacher. Das hat damit gar nichts zu tun. Philipp, ich will keine Geständnisse. Ich will hier nicht ein Müllplatz sein. Es interessiert mich nicht, was passiert ist. Es interessiert mich nicht. Lass mal Luft rein. Laura, ich finde, du solltest auch wieder arbeiten gehen. Glaub mir, das ist besser. Fantastisches Fahrzeug. TÜV ASO neu, echte 84.000 gelaufen. G-Cut, Glasschiebedach, 4 Türen, ein paar kleine Kriegsverletzungen. Aber sonst tipptopp. Was denn? Hinten Stoßstange ein bisschen ausbeulen, ein bisschen lackieren. Und der Kotflügel? Der ist in Ordnung. Ist der mal ausgetauscht worden? Greifen Sie doch mal rein. Was fühlen Sie? Ist ganz rau. Sehen Sie, das ist der Unterbodenschutz. Wenn der mal ausgetauscht worden wäre, wäre es da glatt. Für 1,2 kann ich Ihnen den lassen. Garantie und alles. Vielen Dank. 1100 vielleicht. Rot, 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 rot. Und nochmal.
Nochmal. Rot, 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 rot. Was trinken Vampire? Blut? Was spendet man dem Roten Kreuz? Blut. Wann darf man über die Straße gehen? Rot. Sie gehen also bei Rot über die Straße? Ach, Scheiße. In diesem Moment hätte ich Ihnen ein Auto verkauft, François. Jetzt hätte ich Ihnen ein Auto. Bad Harzburg 97, Sommerseminar. Wunderbar, dann habe ich noch. Nee, komm, lass. Enrico, was wollte sie gerade? Die sucht irgendeinen roten Ford. Kommst du rein? Ich komm gleich, ja? Hast du mal eine für mich? Was ist denn los mit dir? Katja, ich komm gleich rein, ja? Ich will nach Hause. Lass uns fahren. Ich wollte Ihnen einfach nur sagen, dass ich Ihren Job freigehalten habe. Und ich habe mir gedacht, ob Sie vielleicht Lust hätten, die Regalpflege zu leiten. Das ist eine gute Arbeit und ich glaube, dass Sie die Richtige dafür sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wiederkommen würden. Also Januar ist klar. Da übernehmen wir das Foto aus dem Werkskatalog. Für den Februar, da machen wir was ganz anderes. Verteilerkappe. Einfach, klar, ein Stillleben. Ich find's großartig. Ja, ja. Zeig mal weiter. Also im März dachte ich, wir gehen gleich in den Sommer. Sonne, Wind, Cabriolet. Aber nicht so eine plumpe Côte d'Azur. Wir nehmen ein Close-up von einer Frau. Wind in den Haaren, Frische im Gesicht. Der Kopf durchlüftet, Winter AD. Aber gefällt dir das alles nicht, oder was ist los mit dir? Oliver, ich komm gleich. Warst du in der Tanzstunde? Nee. Also ins Casablanca gehen wir jetzt und da gibt's argentinischen Tango. Kann nur gar kein Tango tanzen. Natürlich. Jeder kann Tango tanzen. Ich kann das nicht. Laura, ich kann nicht nach Hause fahren. Das Fahrrad kommt einfach in den Kofferraum. Die Rückbank kann ich umklappen.
Sie, ich fahre Sie in ein Krankenhaus. Ja? Nicht ins Krankenhaus. Ich fahre Sie nach Hause. Was machen Sie denn da? Ich habe nach trockenen Sachen gesucht. Sie sind ohnmächtig geworden. Ich habe Sie nach Hause gefahren. Ich habe Ihnen heißen Tee gemacht. Gehen Sie bitte. Natürlich. Es ist alles in Ordnung. Ich möchte nur allein sein. Auf Wiedersehen. Habe ich dich geweckt? Es tut mir leid. Was ist mit dir passiert? Ich hatte eine Reifenpanne. Das ist ja ständig was mit deinen Autos. Ja. Und wie ist der Kalender? Beschissen. Hat sich ja gelohnt.
Morgen. Morgen. Ich habe ihr Fahrrad abgeholt und wollte es nicht unangeschlossen unten stehen lassen. Möchten Sie einen Kaffee? Gerne. Sie können es da stehen lassen, es klaut keiner. Okay. Guter Kaffee. Ich bin übrigens sehr froh, dass Ihnen gestern Abend nichts passiert ist. Bin ich auch. Wissen Sie, was das heißt? BDS? Nee, keine Ahnung. Brigade der Dusseligen. Und wo ist das Eis geblieben? Ich muss los. Ich fahre Sie natürlich. Ich möchte hier schon aussteigen. Wann haben Sie denn heute Feierabend? Um 7. Warum? Ich würde Sie gern zum Essen einladen, wenn Ihnen das recht ist. Ich könnte um 8 bei Ihnen sein, wenn Ihnen das reicht. Ein Mitarbeiter BOT, bitte in den Gang 22. Entschuldigen Sie, aber ich möchte lieber doch nicht ausgehen. Sie haben Nagellack aufgetragen. Stimmt. Wie sind Sie denn in die Brigade der Dusseligen reingeraten? Das ist ein Job. Was haben Sie denn gelernt? Setzerin. Und warum arbeiten Sie nicht in Ihrem Beruf? Gibt doch kaum noch Arbeit für Setzerin.
Wie lange sind Sie denn schon raus? Acht Jahre. Können Sie mich nach Hause fahren? Natürlich. Ich kann Ihnen vielleicht einen Job besorgen. Einen guten. Ich möchte Ihnen helfen. Ich möchte wirklich gern nach Hause. Philipp, Françoise, schön dich zu sehen. gleichfalls. Was machst du denn hier? Wir haben ein Geschäft, ein paar Sachen besprechen. Ich muss dann auch. Einen schönen Abend, ja? Danke. Möchten Sie noch ein wenig fahren? Einfach fahren? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe uns Frühstück besorgt. Möchten Sie Kaffee? Wo sind wir hier? Kurz vor Braunschweig. Wie spät ist denn? Kleine Sekunde. Kurz vor 8. Scheiße, ich muss zur Arbeit. Kommen Sie, dann frühstücken wir beim Fahren. Kann doch so nicht zur Arbeit gehen. Dann fahren wir eben schnell noch bei Ihnen zu Hause vorbei. Übrigens, in der Tüte sind Sandwiches, falls Sie Hunger haben. Es gab nur noch Huhn. Ich hoffe, das mögen Sie. Danke, ich habe keinen Hunger. Schmeckt das?
spät ist es denn jetzt? Kurz nach 1:30. Oh nein. Ich muss mich beeilen. Wann kann ich Sie wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich muss los. Danke. Bisschen spät, wa? Bin im Auto eingeschlafen. Ich habe einen Schuh verloren. Laura, kommen Sie bitte in mein Büro. Jetzt. Es waren doch nur 20 Minuten. Es wird nicht wieder vorkommen, wirklich nicht. Nein, Laura. Ach, kommen Sie. Es ist zu spät. Ich krieg das langsam wieder in den Griff, wirklich. Das habe ich gesehen. Ach, so ist das. Gehen Sie jetzt. Und warum die Abzüge? Weil ich Sie nicht küssen wollte? Wir haben Ihnen fälschlicherweise 3 Monate Kindergeldzulage weitergezahlt. Ich stell doch keine Setzerin fest an. Kann doch keiner bezahlen. Du würdest mir einfach einen Riesengefallen tun, das ist alles. Und die Sozialabgaben? Der Kündigungsschutz und der ganze Ramsch? Das zahle ich dir doch alles. Philipp, du bist ein Freund. Ich nehme nicht gerne Geld von dir. Sag mir einfach, wie viel. Sag mal, Philipp, ist das Vergangenheitsbewältigung oder Zukunftsinvestition? Wie viel? Hä? Sie ist hübsch. Oliver, wie viel? Sag's mir doch einfach, bitte. 30.000. 30.000 zahle ich dir fest für ein Jahr. Soll ich es dir an deine Firma überweisen? Lieber bar. Du weißt die Bücher. Okay. Sie erfährt davon nichts, okay? Du siehst fertig aus. Mach den Rasierer aus. Es war ein Geschäftsessen. Sie ist eine Grafikerin von Oliver und wir haben ein paar Details wegen dem Kalender besprochen. Hat sie dieses Detail in deinem Wagen liegen lassen? Philipp, wer ist sie? Aschenputtel. Du bist so ein Schwein.
Ich habe sie vor Kuba kennengelernt. Ich habe gedacht, das wäre nichts Ernstes, aber... Ich denke Tag und Nacht an sie. Philipp? Philipp? Klaus möchte die Wagenschlüssel. Zuletzt bei Audi in Wolfsburg. Davor bei BMW in Forchheim. Ja. Und das können wir dann besprechen. Ich rufe Sie einfach an, wenn ich da bin. Okay. Ihnen auch. Danke. Wiederhören. Guten Morgen. Morgen. Habe ich Sie geweckt? Es tut mir leid.
Sie haben Ihren Schuh im Auto vergessen. Stimmt. Möchten Sie noch einen Kaffee? Gerne. Wie lange haben Sie denn jetzt noch Probezeit? 3 Wochen. Sie schaffen das schon. Ich muss mich noch in die ganze Software einarbeiten, aber ich denke, das klappt schon. Ich hätte mich gern bei Ihnen bedankt. Wofür denn? Ich hatte Ihre Adresse nicht. Und dann dachte ich, das hat wahrscheinlich einen Grund, dass Sie sie mir nicht gegeben haben. Ich habe mich gerade getrennt von meiner Frau. Ich bin eigentlich gekommen, um mich zu verabschieden. Ich werde weggehen. Und Ihre Arbeit? Bin gekündigt. Das ist ja furchtbar. Nee, nicht wirklich. Und wo wollen Sie hin? Nach Forchheim. Meine Eltern wohnen da. Und in der Nähe hat man mir was angeboten. Ist das weit weg? Das ist bei Nürnberg. Ich gehe dann mal. Wie spät ist denn? 8:45. 8:45? Oh Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Ich komme schon wieder zu spät. Ich fahre sie natürlich. Was ist denn? Keine Ahnung. Auch zu. Feiertag. Möchten Sie wohin fahren? Müssen Sie nicht weg? Seit der Zeit? Laura.
Du warst es doch. Hallo? Hier ist ein Unfall. Ein Schwerverletzter. Wo sind wir hier? Auf der B 248 bei Salzwedel. B 248 bei Salzwedel.